Ich bin Raffi, aka Ferdinho, 31 Jahre alt. Ich komme aus Deutschland, wohne in Wien seit Anfang des Jahres. Ich bin Twitch-Streamer und Pokerspieler, Teil vom Streamteam von Pokercode und im April auch Teil vom Streamhouse-Projekt. Ja, du kannst keine 2,5 haben hier. Yes. Raffi, wir sind heute hier in deiner neuen Wahlheimat, Wien, um genauer zu sein, im Entenpark. Warum sind wir heute hier und was ist das für ein besonderer Platz für dich? Ja, also in Wien sind wir, weil ich einfach nicht mehr in Deutschland mit der unsicheren Rechtslage pokern wollte. Also ich wollte einfach mich voll auf Pokern konzentrieren, nicht den Druck haben, dass ich irgendwie Mitte des Jahres oder so möglicherweise noch auswandern muss. Und jetzt durch diese Übergangsregelung habe ich mich dazu entschlossen, dann ins Ausland zu gehen, und dann lag Wien irgendwie nahe, so als ich sag mal Poker-Hotspot in Europa, deutschsprachig, Österreich an sich, einfach sehr, 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 sehr angenehm, weil die Sprache halt gleich ist. Deswegen habe ich mich dann für Wien entschieden. Kurze Anbindung nach Hause, also wenn ich mal Heimweh habe, kann ich in den Flieger steigen, bin in 1,5 Stunden in Dortmund, sehr nah an meiner Heimat dann, was halt dann auch nochmal ein Riesenvorteil ist. Und hier im Entenpark sind wir, Ich habe schon ganz vergessen gehabt, dass ich das auch schon gefragt habe. Ja, weil wir, das ist so meine Laufstrecke hier. Ich bin jetzt in Wien noch nicht so krass viel rumgekommen, aber hier gefällt es mir eigentlich ziemlich gut. Es ist nah mit dem Fahrrad zu erreichen. Was ich irgendwie ziemlich gern mag, ist, dass es hier einfach, obwohl es so eine große Stadt ist, relativ viel Grün ist. Und dieser Park dann funktioniert für mich gut, um Sport zu machen, ein bisschen runterzukommen. Deswegen sind wir heute genau hier in Wien dann. Du sagst, du bist kürzlich umgezogen nach Wien. Das ist eigentlich ein extrem mutiger Schritt, weil die ganze deutsche Poker-Community weint ja ein bisschen wegen dieser unklaren Rechtsform und der Regularien und des Glücksspielstaatsvertrages 2021. Was war so der Punkt, der dich dazu bewogen hat, hey, ich mache diesen Schritt wirklich? Weil es redet jeder davon, aber keiner macht eigentlich was dagegen. Ne? Also ich wollte mich halt komplett committen. So. Also ich habe den Schritt gewagt, meinen sicheren Beamtenjob zu kündigen, all in zu gehen mit Pokern, und dann hatte ich halt entweder die Möglichkeit, okay, du machst es so in deiner Comfortzone, also in meinem Dorf im Sauerland, zahle dann aber Steuern, habe das Tischlimit, weiß nicht genau, wie es weitergeht, wie sich überhaupt die Rechtslage entwickelt. Und dann ist es für mich fühlt es sich nicht an wie so ein mutiger Schritt, sondern es fühlt sich für mich eher so an, als wenn es der logische Schritt für mich ist. Also ich wüsste nicht, wie ich jetzt in Deutschland gerade klar käme mit dem Druck, dass ich nicht weiß, was in ein paar Monaten ist mit der Rechtslage. Und deswegen hat es auch gar nicht so lange gedauert. Also ich habe mir das 1,5-2 Wochen überlegt und habe gedacht, ja, fuck it, das machst du jetzt. Und bisher habe ich es zu 0% bereut. Also ich bin absolut zufrieden mit meiner Entscheidung, und bisher fühlt es sich so an wie die beste Entscheidung meines Lebens. Also die Kombination aus Kündigung, All-in mit Poker, nach Wien ziehen und obviously auch die Zusammenarbeit mit Pokercode. So, wir sind jetzt bei mir zu Hause. Was euch wahrscheinlich am meisten interessiert, wie sieht es hier bei einem Streamer oder bei einem Pokerspieler überhaupt so aus? Ich zeige euch am besten direkt, wo ich spiele und streame. Ja, hier ist jetzt so mein klassisches Setup. Ich habe 2 Monitore. Hier auf dem Monitor
sind dann meine Tische offen. Auf dem linken Monitor habe ich immer mein Streaming-Programm offen. Dann habe ich auch auf der Seite hier die Lobbys von den Pokerseiten immer auf. Hier mit meinem Filter eingestellt, welche Turniere ich spiele oder welche Turniere in meiner Buy-in-Range ungefähr liegen. Gleichzeitig läuft hier mein Tracking-Programm immer mit, um meine Hände halt zu tracken, beziehungsweise bei GG werde ich die später dann da reinladen. Viel mehr gibt es hier eigentlich gar nicht zu sehen. Wichtig ist vielleicht noch hier mein Stream Deck. Da habe ich bisher nur das klassische Pferdevian drauf. Ja, und dann habe ich hier noch für meine Caches und für die Buy-ins habe ich hier jeweils so eine Editor-Textdatei offen. Immer wenn ich ein Turnier neu registriere oder irgendwo gecached habe, dann aktualisiere ich die, damit sich das hier im Stream auch direkt aktualisiert. Also dass ihr unten links immer die Buy-ins und die Caches sehen könnt. Du sagst, es war eigentlich der logische Schritt für dich, dass du nach Wien gehst, aber eigentlich musste ja davor schon die Entscheidung gefällt werden, dass du Poker-only gehst, oder? Weil du hast deinen Beamtenjob als Polizist gekündigt. Erzähl mal ein bisschen so zu der Entscheidungsfindung, weil das ist ja, glaube ich, das, was den meisten noch viel schwerer fällt, eben dem Bauchgefühl zu folgen und sich Poker gegenüber zu committen und all in zu gehen. Also vielleicht muss ich ein bisschen weiter ausholen. Ich habe den Job, den ich gemacht habe, nicht gemocht. Also ich war Polizeibeamter. Es ist aber nicht das gewesen, was ich mir vorgestellt habe, so für mich oder mein Leben. Ich habe einfach gemerkt, dass es nicht das ist, was mich erfüllt. So. Dann habe ich zusätzlich noch relativ weit weg von meinem Wohnort gearbeitet, hatte 2 Wohnungen, bin immer gependelt. Die Gesamtsituation war für mich einfach so überhaupt nicht zufriedenstellend und ich war oft irgendwie schlecht gelaunt, unglücklich. Und dann hatte ich im März 2019 die Chance, das Bundesland zu wechseln. Von Rheinland-Pfalz, wo ich gearbeitet habe, nach Nordrhein-Westfalen, wo ich gewohnt habe. Und das hat sich dann beim Arzt halt dort zerschlagen. Und da war ich erstmal so, super traurig, als ich dann da rausgegangen bin, bei der ärztlichen Untersuchung. Und als ich dann im Auto auf dem Parkplatz gesessen habe, habe ich schon gedacht, okay, fuck it, jetzt ist es Poker. So, also ich sag mal so, eine halbe Stunde super down und habe dann aber nicht, ich bin da nicht so traurig geblieben, sondern dann war für mich die Entscheidung klar, okay, du reißt jetzt den Arsch auf, du tust alles, was in deiner Macht liegt, dass du halt mit Poker durchstarten kannst. So, und von dem Zeitpunkt an stand für mich fest, dass ich irgendwie Poker die Chance gebe, einfach noch mehr Zeit investiere und mehr Mühe investiere, mein Leben auch teilweise darauf ausrichte. Und dann habe ich halt durch Corona habe ich halt viel mehr Freizeit gehabt, so, oder viel weniger Zeit, die ich in meiner Freizeit mit anderen Dingen neben Poker verbracht habe. Da habe ich relativ große Sprünge gemacht und dann gemerkt, dass es jetzt reicht, zumindest um zu starten und um zu überleben. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich der üble Crusher bin mit meinem Skill-Level, das ich jetzt habe. Aber würde ich nicht streamen, würde es jetzt nicht Pokercode geben, würde es aber trotzdem reichen, um zumindest die Low- bis Low-Mid-Stakes zu schlagen, dass ich halt meine Fixkosten irgendwo decken kann. Ja gut, und dann diese enttäuschende Nachricht, du sitzt im Auto, überlegst, was du jetzt mit deinem Leben anstellen sollst. Und dann war wieder der Bauchmensch Raffi, der ihn quasi die Vernunft nicht siegen lässt, sondern einfach das macht, worauf er Bock hat und weiß, okay, mein Herz schreit so laut, ich kann es nicht mehr ignorieren, ich reiche nächste Woche die Kündigung ein, oder wie war das so vom Prozess der Entscheidungsfindung und dann, was ist dann passiert? Also so schnell und so krass war es dann nicht. Also wie gesagt, im Auto habe ich dann die Entscheidung getroffen, dass ich zumindest alles versuchen werde, um in die Richtung zu kommen. Ich war noch nicht gut genug, das war mir da auch bewusst. Also ich wusste, dass es zu dem Zeitpunkt noch nicht reicht. Weder von der Bankroll, noch von den Ersparnissen, noch vom Skill. Ich habe aber gemerkt, dass ich dafür gebrannt habe. So. Also ich habe gemerkt, dass es das ist, was ich machen möchte. Und habe auch irgendwo gemerkt, dass ich eine Chance habe, wenn ich halt mehr dafür tue. Ja, und dann habe ich prinzipiell einfach mehr gearbeitet, mehr Geld gespart, weniger Konsumgüter irgendwie gekauft oder so. Am Wochenende weniger Party gemacht, all so ein Kram, um mich halt zu verbessern, Geld zu sparen etc.
Und ich habe mir so eine Summe X in den Kopf gesetzt, die ich an Ersparnissen haben wollte. Wie viel war das? 30.000, die ich haben wollte. Ja. Habe ich nicht erreicht. Also ich habe vor den 30.000 habe ich die Reißleine gezogen. Ich habe ein Hörbuch gehört, Das Café am Rande der Welt. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt, aber Ja, sag mir so, ich habe es nie selber gelesen oder gehört. ja, war ich also super inspirierend irgendwie. Ganz kurz, da ist halt irgendwie ein Geschäftsmann, der mit seinem Leben irgendwie auch nicht so ganz zufrieden ist, super viel Geld macht aber, und dann sagt er so in so einem Café, sagt er dem Wirt dann, ja, ich möchte nachdem wenn ich in Rente bin, möchte ich gerne dies und das machen. Und der stellt einfach die simple Frage, warum machst du es nicht jetzt? So, das sind die Dinge, die du tun möchtest, die dich glücklich machen, warum tust du sie nicht jetzt? Und das ist eigentlich eine relativ einfache Frage, aber wenn man mal so drüber nachdenkt, dann kann man eher irgendwie nachvollziehen oder mal reflektieren, tue ich in meinem Leben eigentlich das, worauf ich Bock habe oder das, was ich möchte, was mich glücklich macht. Und da bin ich halt, die Frage musste ich ganz klar mit Nein beantworten. Warum soll ich jetzt nicht das machen, was mich gerade glücklich macht und es einfach versuchen? So. Nach anfänglichen Schwierigkeiten auch super Support von der Familie bekommen, von meinen Eltern, meinem Bruder. Also dann stand für mich die Entscheidung irgendwann fest. Und ja, dann ging es halt ein bisschen schneller als erst geplant. Und es waren dann halt keine 30.000, sondern ein bisschen weniger Ersparnisse. Aber ja, wie gesagt, beste Entscheidung meines Lebens bisher. Beim Schach merkst du, okay, die Zugkombination funktioniert. Beim Poker, wenn du halt in Top-Range läufst, wird deinem Gehirn erstmal suggeriert, okay, das war scheiße, was du gemacht hast, weil dein Gegner hat die stärkere Hand. So. Ja, das braucht meistens einfach Zeit, so da reinzukommen, überhaupt das zu denken. Ich hab am Anfang gar nicht verstanden, was es bedeutet, dass man gegen eine Range spielt. So, da habe ich immer gedacht, so, ja, aber der hatte doch jetzt die stärkere Hand. Oder der hatte doch jetzt nur diese Hand. Der hatte doch keine andere Hand. So, das habe ich überhaupt nicht verstanden. Der spielt ja nur eine Hand in diesem einen Spot. Wie kann ich davon ausgehen, dass er jetzt auch noch andere Hände hier hat? Hat er ja nicht so, ne? Ich hab das meinen Eltern so erklärt, wenn du beim Fußball immer mit rechts geschossen hast und auf einmal sagt dir einer, ja, wenn du jetzt aber anfängst mit links zu schießen, dann hängst du irgendwann nicht mehr in der Kreisliga, sondern dann kannst du hoch in die Landesliga oder wie auch immer. Und ja, dann ist es so, fühlt es sich jetzt gerade ein bisschen an. Ich habe immer mit rechts geschossen, das hat funktioniert, und jetzt auf einmal soll ich mit links schießen, das ist noch komplett ungewohnt. So, jetzt haben wir die Story gehört, Polizei quitten, Poker All-In, aber wie bist du überhaupt zum Game gekommen? Was war der Anfang deiner Pokerleidenschaft oder Freude am Spiel? Also ich habe angefangen 2008, da habe ich dann das erste Mal 50 € auf meine Bankroll aufgeladen und habe dann aber immer nur super wenig gespielt. Mal ein Sit-and-Go gespielt, dann ein paar Wochen gar nichts, dann mal wieder 5 Sit-and-Goes, dann ein halbes Jahr gar nichts und so weiter. Mit diesen 50 € habe ich dann gespielt bis 2016 irgendwann, Mitte 2016, Ende 2016. Und dann bin ich auf Xflix aufmerksam geworden. Ich hatte vorher noch nie was von Twitch oder so gehört. Bin dann bei dem in den Streams gewesen, habe da halt dann gemerkt, okay, Poker ist ein Spiel, wo man mit Strategie ein bisschen was machen kann, wo man vielleicht auch ein bisschen Geld mit verdienen kann, long term. Und dann war ich angefixt, weil es ist halt ein Spiel, in dem man besser sein kann als andere. Und ich möchte immer gewinnen, egal ob im Sport oder in Spielen. Ich bin so ein kompetitiver Typ. Und und da habe ich halt dann gemerkt, dass mich das Spiel reizt. Und es reizt mich immer besser zu werden und so weiter. Und so waren dann ziemlich meine Anfänge. Ich bin dann Ende 2016 waren die 50 € dann mal weg. Dann habe ich nochmal 20 $ aufgeladen, habe dann bei so einer Aktion einen 100 $ Bonus bekommen. Und mit dem Geld habe ich dann meine Bankroll aufgebaut. Also ich habe mit Sit-and-Goes angefangen und danach prinzipiell nichts mehr eingezahlt, außer jetzt halt, wenn man dann anfängt auf mehreren Seiten zu spielen, da dann noch zusätzlich ein bisschen was einzuzahlen. Aber prinzipiell ist meine Bankroll aus diesen 120 $ dann über die Zeit einfach gewachsen. Bei 1,50ern angefangen, hochgearbeitet in den Sit-and-Goes bis auf die 30er dann. Und jetzt spiele ich halt MTTs bis so 50, 60 $. Das macht meine Bankroll mit. Wo steht die Bankroll jetzt? Aktuell bin ich so bei 13,5, 14k circa. Congrats. Danke. Das ist so die Roll, mit der ich spiele.
Ist aber dann ja auch Teil der Live-Bankroll so. Also es ist jetzt nicht so, dass ich dann noch zigtausende Euros oder Dollars dahinter habe, sondern ich sag mal, irgendwann muss ich auch dann anfangen, in den nächsten Monaten auch davon sozusagen zu leben. Also dann müssen ein paar, oder dann werde ich mir halt auch Geld von der Roll auszahlen müssen. So. Aber das ist jetzt im Moment ungefähr der Stand der Roll. Ja, und wie gesagt, prinzipiell mit kleineren, wenigen Ausnahmen eigentlich aus diesen $120 gewachsen. So. Und glaubst du, dass Xflix heute eifersüchtig ist, weil wir ja im Entenpark sind, ohne ihn? Das kann ich mir vorstellen. Also die Enten würden Felix auf jeden Fall gefallen. Ob er eifersüchtig ist, kann ich mir nicht vorstellen. Aber ich glaube, er fände es ziemlich cool hier. Ja. Du sagst Felix zu Xflix, war denn damals 2016 in den Streams von Xflix auch der Raffi schon der Pferdinho, oder? Ja, also ich bin von Anfang an bin ich Pferdinho gewesen. Also ich weiß nicht, vielleicht erzähle ich auch mal kurz, wie es zu dem Namen kommt. Ja, auch wenn es in den Streams so gut wie jeder schon gefragt hat. Ich bin irgendwann 2004, 2005, da war Ronaldinho so der beste Fußballer der Welt oder der, zu dem wir alle aufgeschaut haben. Genau, als Jugendliche. Und ein bisschen Fußball spielen konnte ich zumindest auch. Und dann haben Freunde von mir in Anlehnung an Ronaldinho und aufgrund meiner Zahnlücke, die ich habe, haben dann, so grausam wie Jugendliche dann sind, meinten sie, ich hätte ein Pferdegebiss. Und dann ist aus dieser Kombination aus Ronaldinho und dem Pferdegebiss ist dann Pferdinho geworden. Und ich bin jemand, der sehr gut über sich selber lachen kann. Das habe ich mir dann irgendwie zur Stärke gemacht und habe das so als Screen-Name immer benutzt. Ich habe Felix da schon vieles von zu verdanken, wo ich jetzt heute stehe. Also ich glaube, wenn ich damals auf Felix nicht aufmerksam geworden wäre, würde ich wahrscheinlich jetzt heute auch nicht hier stehen. So. Also ist auf jeden Fall ein Teil meiner Reise gewesen und so das Tor in die Pokerwelt, würde ich sagen, für mich. Ich flopp die Nuts. Easy die Nuts gefloppt. Wären Nuts nicht Zweier? Easy die Second Nuts gefloppt. Wir leddern. Ja, sonst bin ich halt morgens aufgestanden und habe morgens einfach angefangen zu spielen. So. Also ich bin morgens aufgestanden, habe gefrühstückt, habe mir vielleicht noch ein paar Spots vom Tag vorher angeguckt und habe dann angefangen zu spielen. So, und dann habe ich gestreamt zwischen 9 und 10 Uhr angefangen zu streamen. Habe dann aber gemerkt, dass ich abends einfach nichts mehr oder einfach nicht frisch genug bin, um dann noch Theorie zu machen. So, und dann habe ich halt jetzt etwas umgestellt, weil für mich einfach Prio 1 im Moment ist, mich irgendwie weiterzuentwickeln, mein Spiel zu entwickeln und so. Dass ich jetzt halt morgens Theorie mache, studie, dann mache ich morgens Sport, danach dusche ich kalt, dann gucke ich mir noch so ein paar Karteikarten von mir an, die ich jetzt geschrieben habe mit Preflop-Kram, dass ich einfach nochmal so ein ganz leichtes Reinkommen habe, so ein Warm-up sozusagen für den Stream. Meditiere, beziehungsweise mache halt mit Primed Mind irgendwie so ein Primer oder so. Dann starte ich in den grinde erst so 1-2 Stunden und schmeiße dann den Stream erst an, so dass man halt schon eine Art Deep Run oder so dann hat. Und was halt vor allen Dingen wichtig ist, dass ich halt meine produktivste Zeit, die ist jetzt halt morgens, dass ich die dazu nutze, einfach besser zu werden und an mir zu arbeiten und an meinem Spiel zu arbeiten. Ziel meines Streams ist es, dass Leute sich den gerne angucken, um halt selbst irgendwie besser zu werden. Also ich habe immer Streams geguckt, bei denen ich das Gefühl hatte, dass ich mein Spiel dadurch verbessern kann oder dass Fragen, die ich habe über das Spiel, mir da beantwortet werden. Das ist halt für mich so der Hauptgrund dafür, dass ich selber streame. Ich möchte auch so eine Inspiration für Leute sein, die dann sehen, aha, man kann ja hier mit dem Spiel, man kann ja Theorie machen und man kann ja Dinge machen, um an seinem Spiel zu arbeiten. Und möglicherweise kann man dann im letzten Schritt, so wie ich es gemacht habe, aus seinem gewohnten Leben ausbrechen durch ein Spiel, was halt eine Menge Spaß macht und man möglicherweise auch da so seine Erfüllung oder seinen Lebensinhalt durchfindet.